Ich bin der Beste. Naja, nicht, aber man macht es seit 50 Jahren. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Cool. Stellst du einfach nachher, dann könnt ihr reinräumen. Welche Generation ist das jetzt? Wir sind die 4. Generation, oder ich und meine Schwester sind die 4. Generation. Mein Urgroßvater hat das Ganze gestartet mit einem selbstgebauten Heringsstand. Ungefähr die Größe, so Pi mal Daumen. Und genau, das hat sich dann über die Jahre erweitert. Den Metzgerswagen haben wir etwa seit 100 Jahren. Oder so Geschäfte in der Art und Weise wurden natürlich überarbeitet. Dann sind irgendwann die 2 Zelte dazugekommen. Die haben sich dann wieder aufgeteilt auf 2 verschiedene Söhne. Jetzt ist nur noch ein Zelt bei uns, das andere ist woanders. Genau. Ich die nicht beantworten, die Frage. Immer gleich in der Früh mehrere Zentner Fleisch. Erst bei Müller in Sprinter und dann 5 Minuten später da rein. Also vom Müller in Pforzheim, da holen wir schon ewig unser Fleisch. Schon mein Großvater, als es noch ganz klein war, vielleicht 3 Metzger oder 4 Metzger. Und mittlerweile ist es ja fast ein Milliardenunternehmen. Haben aber immer noch sehr guten Kontakt auch zur Familie Müller. Ja. Da beneide ich meine Schwester. Die macht den Ausschank. Da gibt es so schwere Sachen nicht zu tragen. Gut zum Essen, Eddie. Die wir gerade hintertragen, die erste Ladung, die erste Charge war quasi das Fleisch für die Bratwürste. Schultern, Nacken und Bauch. Damit man da die gewünschte Mischung quasi aus Fett, aus fettigem Fleisch und aus magerem Fleisch erwischt.
original zerlegt, gleich beim Müller vorne unter guten Bedingungen, nicht irgendwo, wo man nicht weiß, was ist drinnen, wo kommt es her. Ne? Also das ist alles regional. Ja, also ich sag mal, dadurch, dass wir es selber produzieren, sparen wir uns Kosten. Ne? Weil wenn man es fremd zukauft, die sind schlecht, aber teuer, meistens. Und dadurch können wir auch bessere Materialien verwenden und dann trotzdem den gleichen Preis verlangen wie die anderen. Weil wir uns halt durch selber produzieren ein bisschen was sparen. Ne? Zwar nicht die Arbeit, aber das Geld. Lass mal stehen, den Sprinter. Meine Freundin und meine Schwester sind ja auch im Betrieb. Oder meine Freundin Teilzeit, die studiert und ist dann nebenbei noch hier. Spricht aber nicht so gut Deutsch, die ist Australierin. Die ist Importware. Genau. Schauen wir mal, ich zeige Ihnen mal den Getränkestand. Da ist natürlich gerade alles noch am Einräumen. Das ist meine Schwester. Und das ist meine Freundin da ums Eck, die sind schwer beschäftigt. Das ist ein Hybridstand. In dem machen wir am Weihnachtsmarkt Bratwürstchen. Und da kommen dann quasi die Öfen rein und Zeug und war. Und hier ist ein Ausschank, der ist vielseitig einsetzbar. Und hier der Stand, das ist der Haxenstand. Da ist aber gerade geschäftlich drin, da glaube ich ist schlecht. Und dahinter ist die Spülküche. Da wird das Geschirr immer gemacht. Genau, es ist viel Gewusel. Wir haben glaube ich hier knapp, lassen Sie mich nicht lügen, 35 Leute mit Kellnern. Ja. Und unterm Jahr immer so zwischen 25 und 40 Leute, je nachdem wo wir stehen. Ja, also das ist meine Freundin, die ist jetzt seit, wie lange bist du hier, Kira? Dann wie vieles Jahr ist es? 3 Jahre? 2. Nee. Wo, das erste Mal Kaiserslautern war vor 3 Jahren. Okay. Ja. Die Kira ist, die ist gebürtige Australierin, ist hier mit eine Verwandte meiner Mutter ist ausgewandert, hat da eine Tochter bekommen. Die Tochter ist ihre ehemalige beste Freundin oder immer noch Freundin. Und die sind hier nach Deutschland für ein Auslandsjahr gekommen. Erste Anlaufstation Lösel. Gleich mal in Kaiserslautern im Zelt gearbeitet. Ne? Das war die erste Deutschlanderfahrung. Und seitdem ist sie hier, weil sie den fränkischen Charme einfach nicht widerstehen konnte oder so. Keine Ahnung. Und jetzt ist die Kira unsere Spezialbeauftragte für Aperol Spritz, Hugo und die sämtliche andere Softgetränke. Genau, das macht sie. Genau, und wir haben Glück, wir haben über die Jahre ein super Team. Da ist ja in unserer Branche echt, sind große Probleme, Personal zu finden. Aber man muss gut zahlen, dann kriegt man gute Leute. Das ist das A und O. Und bei uns kriegen die Verpflegung und Schlafplätze und alles umsonst über die Saison. Und ich meine, alle bis auf 2 sind Rumänen. Bei denen ist das Leben sehr günstig. Die kommen hierher, arbeiten über die Saison hier. Und dann nehmen sie im Grunde das ganze Geld, das sie nicht für Zigaretten ausgeben, wieder nach Rumänien mit. Und da können die sehr gut davon leben. Das ist wichtig. Andere Leute zahlen denen weit unter Mindestlohn und dann sind sie halt nur mal ein Jahr da und gehen dann woanders hin. Ne? Das ist verständlich. Aber so muss man es machen. Und man muss nett zu ihnen sein. Ne? Und es wird jeden Tag gekocht. Meine Mutter oder meine Schwester kocht jeden Tag frisch. Dann, das ist auch eine Art Wertschätzung. Ne? Ganz wichtig. Naja. Schauen wir mal. Also Agar und Wojtek, das sind natürlich unsere Urgesteine. Das ist der Wojtek, da hinten ist die Agar. Der Wojtek ist da seit, wann bist du gekommen, Wojtek? 24 Jahre. Gell? Einen Monat nachdem ich geboren wurde. Oder? Ganz genau. Ja, der kennt mich schon als Baby, die Agatha da vorne. Die ist immer mit mir da vorne ist ein Spielplatz. Die ist, als ich ein kleines Kind war, immer mit mir auf den Spielplatz gegangen. Die hat gesagt, da sind alle Kinder weggerannt. Weil ich habe anscheinend immer... So, wo sind die Drucker? Ja, da sind ja noch andere da. Da müssen noch 2 Drucker da sein. 2 schwarze. Schau, da, hier. Naja. Einmal Drucker. Wie lange haben Sie das schon gemacht hier bisher? Also hier in Pforzheim? Also seit wann sind Sie Also dabei? ich persönlich, muss ich jetzt nachrechnen, warte mal. Ich bin jetzt das 53. oder 54. Jahr hier im Betrieb. Wow. Früher mit Großeltern und Eltern und jetzt bin halt ich nur da. Und ich. Jawohl, und meine Kinder. Genau, und die Mama. Und die Hunde. Ja. Naja. Das ist Wahnsinn, der ist schon länger da als ich. Also das ist unser Haxenstand, der ist natürlich noch nicht aufgebaut. Das sind die 2 Öfen, auf den Volkslisten haben wir 8.
Da ist natürlich ein bisschen mehr Bedarf an Haxen und da haben wir Hähnchen. Das Zelt heißt ja Gigerlerslöse. Gigerler ist deutsch, fränkisch für Hähnchen. Ja, aber hier haben wir nur Haxen. Genau, und das ist noch alles. Weißt du, wie alt der Stand ist? Boah, schon länger wie ich bin da. Gell? Ja, der war der erste Stand vom Weihnachtsmarkt. Ja, aber der ist bestimmt schon 70 Jahre. Wenn nicht mehr. Also wir haben 7 Kilometer Wasserschläuche, die wir immer einpacken, zusammenrollen, dann wieder ausrollen, wieder anschließen. Das ist hier, das schaut aus wie das absolute Chaos, die ganze Schläuche und so, aber da ist eine Ordnung dahinter. Man sieht sie nicht auf den ersten Blick, aber ich kenne sie. Das ist das ganze Strom, das ist natürlich, das macht nur ich. Da bin ich der Strombeauftragte, weil da ist sehr viel Volt drauf, da muss man aufpassen. Und da geht quasi der große Verteilerkasten, da hinten sind dann kleinere. Und das dauert 2 Tage, bis man das alles hat. Das hier ist gerade der Wohnwagen meiner Eltern, gehört auch alles dazu. Da haben wir es uns selber ein bisschen schön gemacht, so schön wie es geht. Die Hunde sind natürlich auch dabei. Irgendwann muss ja aufpassen, Geld wird. Das müssen Sie sich vorstellen, vor 4 Tagen stand hier noch gar nichts, da war das noch ein leerer Platz. Ich habe dann als erstes haben wir den Wagen erstmal hingestellt, richtig ausgerichtet. Der hintere Teil ist ja, den kann man an eine Zugmaschine dranhängen. Und der vordere Teil ist dann quasi der Anbau. Das ist aber alles, das wird sozusagen alles eingeklappt. Bisschen wie Origami, nur in groß und nervig. Und genau, das erste, was man macht, Sie sehen ja, wie viele Glühbirnen wir haben. Und dadurch, dass man das immer einlädt, wieder auslädt, geht da immer was kaputt. Weil wir sind alle ein bisschen grobschlächtig von uns Männern. Und erstmal die Glühbirnen austauschen, das dauert schon einen halben Tag. Dann haben wir da noch Glühbirnen da und das dauert ewig. Dann haben wir den Haxenstand aufgebaut. Das ist veraltete Technik. Da hätte ich mal gesagt, da wiegt, glaube ich, so eine Deckenplatte knapp 100 irgendwas Kilogramm. Und die müssen wir dann immer zu zweit da hochheben oder zu dritt. Und oben stehen dann die Kraxeln dann darauf, werden quasi gesichert und dann müssen das ist alles ein wenig kompliziert mit dem Ding, da muss man sie auskennen. Da ein bisschen Fuß. Hallo, Servus, hallihallo. sehr schön, dass wir da sein dürfen. Ja, herzlich willkommen in unserem kleinen Chaos. In unserem Zirkus Sarasani, sagt mein Mann immer. Jawohl. Gracie, bist du auch da? Das ist die Einzige, die dann wirklich aufpasst, wenn was wäre. Wie viele Generationen sind Sie jetzt? Das ist die 4. Also ich bin die 4. Generation mit meiner Schwester. Genau, mein Großvater, da haben wir zu Hause ein schönes Bild hängen. Ich habe es leider nicht da. Das ist mein Urgroßvater schon mittlerweile. Das war ein ganz, wie die halt früher waren. Der hat immer einen schwarzen Anzug angehabt, immer Krawatte, ganz schick einen Hut angehabt. Auch im Hochsommer bei 45 Grad vor den Öfen ist er auch immer mit kompletten Anzug rumgestanden. Meine Großmutter auch, meine Urgroßmutter immer so ein altes Kostüm, wie die Damen damals anhatten. Genau, die haben das Ganze begründet mit einem, ich weiß es gar nicht mal, Räucherfisch, irgendwie Brathering oder so haben die angefangen, ganz klein, selber gebaut. Das war quasi daraus entstanden, dass wir in Schweinau, wo wir herkommen ursprünglich nach dem Ersten Weltkrieg, hat meine Urgroßmutter, deren Familie, hat einen kleinen Lebensmittelbetrieb gehabt. Also so ein, wie man es früher noch kannte, so ein Marktstand, wo sie Obst und Gemüse, da ist sie jede Früh 10 Kilometer mit so einem Sack angelaufen, hat aus dem Knoblauchsland bei uns, wo die ganzen Bauern sind, das frische Gemüse geholt, rübergebracht, in Schweinau verkauft. Und irgendwann hat mein Uropa mit da reingekommen und hat dann gesagt, er will quasi noch mal was anderes ausprobieren. Und weil dann in Nürnberg viele Events, Nürnberg war ja früher eine Riesenstadt, da war München noch ein Bauerndorf, da war Nürnberg schon groß. Und da hat mein Opa dann irgendwann gesagt, wir haben schon die ganze Logistik, in Anführungsstrichen, dann machen wir doch sowas, probieren wir doch sowas auch noch aus. 20 Jahre später hat er dann ein Zelt gekauft, dann hat er das gekauft, dann hat er einen Imbiss gekauft. Dann, glaube ich, war mein Opa nach dem Weltkrieg, nach dem Zweiten, wieder der Erste, der den Christkindlesmarkt mit Bratwürstchen bestückt hat. Das war dann alles, das hat sich alles irgendwie ergeben.
wird es noch ran. 15, ne? Jawohl. Und 200 Gramm. 180. Weniger. Jawohl, da haben wir unseren Majoran. Schau her, hier gibt es den besten Majoran der Welt. Der einzige Majoran, der was taugt, das ist der Thüringer Majoran, Ascherslebender Qualität, frisch gerebelt. Und da ist nur Majoran drin, keine Stängel, keine Blätter, nichts. Kälter? Nein. Passt so? Ja. Gut. Prima. Ich muss leider wieder aufs Sofa. Cinci pe într-o lavă. Da, 90. Später alles noch zusammenbauen. Leider gibt es hier keinen Metzger, der muss Handel mehr einfach sein. Schrecklich. Gar keinen mehr. Also man kriegt hier keinen Metzgereibedarf. Man kriegt sowas, kriegt man schon, weil Fleischer haben es. Aber zum Beispiel die Därme, die wir brauchen, da braucht man für die Bratwürste zu machen, da braucht man wieder spezielle Därme, weil gute Därme einfach, die auch geschmacklos sind, schön dünn, aber trotzdem reißfest, dass man da Würstchen machen kann, weil das ist ja quasi hier die Würstchenmaschine, noch nicht aufgebaut, aber das kommt dann alles noch. Und die Därme kriegt man ja nicht. Die müssen wir verschicken lassen per DHL in so einer HACCP, also quasi, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird, weil das ja eine lange Lieferkette ist, spezielle Boxen, dann werden die Därme hierher geschickt und die sind noch nicht da. Die sollten eigentlich gestern schon kommen. Genauso wie die Gasflaschen, die kleinen, die sind auch noch nicht da. Das ist immer jedes Jahr das normale Chaos. Irgendwas fehlt immer. Irgendwas fehlt immer. Da ist unser Wojtek, der Mann des Vertrauens. Ja. Aber vielleicht kann er. Weil das muss alles stimmen, sonst sind sie innen noch roh und außen schon verbrannt. Das ist nicht der Sinn der Sache. Oder brauchst du es noch mehr? Gut. Ja, genau. Wir haben ja noch so viel Zeit heute. Zeit, dass wir das hinbekommen, dass alles dabei ist. Das läuft. Bis man das mal alles hat, gell? Da muss ja, das muss man sich vorstellen, schleppen wir das ganze Jahr mit rum. Von der kleinen Gabel bis hin zum großen Ofen, da muss alles da sein. Und dass da wirklich alles da ist, ist schwer. Und da muss alles seinen perfekten Platz haben, seinen festen Platz. Man muss genau wissen, wo ist der Salzstreuer, wo sind die Gabeln, wo kommen die im Hänger hin, stehen die weiter hinten, stehen die weiter vorne. Und da muss man gleich schauen, funktioniert ein Ofen nicht, dann kommt er ganz vorne hin, weil sonst müssen wir den ganzen Wagen wieder ausräumen. Und das ist alles ein riesiger logistischer Aufwand. Und vor allem jetzt zum Beispiel zwischen Pforzheim und unserem nächsten Fest,
Da haben unsere Leute Urlaub, da fahren die heim, wieder nach Rumänien. Und da sind nur ich und mein Papa da und so einen Sattelaufleger leer machen zu zweit ist fast unmöglich, weil da sind ja sehr große Teile drin. Deswegen muss man das alles planen und es gehört alles dazu. Da steht man in der Früh um 7 auf, macht die Wurst und dann ist man bis auf die Nacht um 12 mit Denkarbeit beschäftigt. Passt das, ist das da, müssen wir noch was bestellen, wie viele Brötler brauchen wir morgen? Wird das Wetter gut, wird das Wetter schlecht, müssen wir noch Wurst machen, müssen wir das machen. Wenn man hier ankommt, wenn wir in Kaiserslautern abbauen, da müssen wir manchmal sehr schnell abbauen, da stehen wir mit dem Zelt und da ist manchmal nur eine Woche zwischen Kaiserslautern Ende und hier Anfang. Und fürs Zelt abbauen braucht man eigentlich 4 Tage und hier aufbauen eigentlich auch 4. Das geht sich dann nicht ganz aus, das heißt, da muss man dann sehr viel Gas geben. Und der erste Schritt ist erstmal, steht der Wagen richtig, steht das richtig, ist das gut, dann steht immer irgendwas im Weg, dann muss man wieder einen abschleppen lassen, weil der Park, das ist hier ein Parkplatz, der wird eigentlich gesperrt, aber manche Leute kapieren es nicht, fahren trotzdem rein, stellen sich hin, erreicht man nicht, dann müssen die auch irgendwie weg. Und dann, bis man das mal hat, ist auch schon ein Tag rum. Einfach nur die Wägen positionieren und das Ganze austarieren, dann geht irgendeine Hydraulik nicht, das ist dann der Klassiker, weil die müssen natürlich alle ins Wasser gebracht werden, dass sie schön gerade dastehen, das ist... Bis man das mal hat. Wie gesagt, ist ein Tag vorbei und das muss man auch können. Aber da ist mein Papa Experte, weil der macht es halt, wie gesagt, seit 50 Jahren. Ne? Der ist mit 14 im Betrieb mit dazu, neben der Schule und dann nach der Ausbildung Vollzeit. Also der ist hier Vollprofi. Für mich ist das alles noch ein bisschen schwieriger, weil ich kenne mich zu 95% aus und die restlichen 5, da muss ich dann immer überlegen und ein bisschen rumtüfteln, bis ich das mal habe. Aber es wird. Ja. Ja. Also unten kann ich mir nicht einsteigen. Okay, ja. Da muss man dann auch immer schauen, weil das ist ja alles kalkuliert, ne? Dass man zwischen 180 und 200 Gramm hat man einen kleinen Spielraum. Und dann haben wir einen Staker, da werden die durchgelassen, damit die einfach platt gedrückt werden, ein bisschen perforiert werden, damit sie schneller und gleichmäßiger garen, damit sie nicht trocken werden, schön saftig bleiben, aber trotzdem schnell durchgebraten, weil wir verkaufen ja keine rohe Ware, da ist einfach das Risiko zu hoch. Ich esse zwar unser, wenn wir Bratwürstchen machen. Ich weiß ja, wo kommt das Fleisch her, ich weiß, wie wir das machen. Und ich esse immer Bratwurstcake. Mein Papa und ich, seit ich 0 bin. Also seit ich geboren wurde, Bratwurstcake, da stellen wir uns ein kleines Tellerchen auf Seite, nehmen es mit hinter. Und dann gibt es das schön mit Zwiebeln und Paprikapulver. Aber fürs Publikum, das dürfen wir ja gar nicht anbieten. Das dürfte nur ein Metzgermeister verkaufen. Und von uns ist keiner Metzgermeister. Ja? Und wir haben ja hier auch keinen Metzgereibetrieb angemeldet. Deswegen geht es nicht. In Nürnberg schaut es anders aus. Da waren sie am Weihnachtsmarkt. Da haben wir in Schweinau die Metzgerei im Keller. Da kann man das machen, weil das ist eine eingetragene Metzgerei. Aber das ist für die Leute uninteressant. Unsere Stammgäste kriegen sie in Nürnberg, wenn sie fragen, weil da dürfen wir es, wie gesagt, aber hier nicht.
wir könnten glücklicher nicht sein. Ist viel Arbeit, harte Arbeit, aber es ist super schön. Wunderschön. In jeder Stadt, wo man hinkommt, hat man mittlerweile Freunde, die man auch unterm Jahr mal besucht, wenn man Zeit hat. Und man kommt an und die Leute kennen einen einfach. Die Leute sagen auch, oh, gehen wir heute mal auf die Messe zum Peter, zu meinem Papa. Oder, ja, das ist einfach schön. So der Kundenkontakt. Der Kontakt auch mit den Lieferanten. Wir haben super Lieferanten. Wir hatten hier in Pforzheim jahrelang den Bäcker Wiskan, mit dem wir auch gut Freund waren. Der hat leider Insolvenz angemeldet. Auch weil, wie gesagt, Lebensmittelbetriebe haben es nicht leicht. Ne? Die Leute kaufen beim Edeka an der Backtheke Zeug, legen kein Wert mehr darauf. Da haben wir noch Glück. Ja, ich glaube, das ist, weil wir einmal im Jahr da sind. Wir sind einmal im Jahr hier und dann ist es so schön, wenn hier die Lichter an sind und die können reinschauen, die Leute. Und mein Papa oder ich, wir stehen hier und wir haben alle irgendwie so eine relativ fröhliche Art. Dann lächeln wir beim Bratwurst machen und das gefällt den Leuten einfach. Und das ist besonders, weil wie gesagt, der Lüssel ist nur einmal im Jahr da, dann fährt er wieder weiter. Der aus Nürnberg, ne? Dann ist er wieder weg und dann kommen wir es halt gern und machen das. Wenn es stationär wäre, dann verlieren die Leute ihr Interesse. Deswegen glaube ich, ist das ein bisschen unser Erfolgsrezept, dass wir dann wieder weiterziehen. Früher gab es noch, da hatten wir einen tollen Nachbarn, das Schwarzwaldhaus vom Arthur Dingeldein, auch ein langjähriger Freund von meinem Papa. Dem seine Kinder sind aber nicht interessiert gewesen am Geschäft. Der eine ist Doktor der Mikrobiologie oder so und der andere, also das gibt es leider auch nicht mehr, das war toll. Da sind die Leute immer zu uns, haben sich eine Wurst geholt und dann sind sie rüber zu ihm und haben in dem Schwarzwaldhäusle sich eine Weinscholle gekauft oder was auch immer. Wir trinken hier ja keine Weinscholle. Das waren schon schöne Zeiten, aber es ist immer noch schön. Wir können uns nicht beschweren. Jetzt müssen sie halt die Weinscholle bei uns trinken. Das ist auch nicht das Schlechteste, ne? Naja. Gewürz haben wir aber keins mehr, Karli, ne? Das müssen wir machen. Muss machen, ja. Ja, aber machen wir erst morgen. Das hat dann Zeit. Perfekt, 200 Gramm. So muss sein. Das ist noch Handarbeit hier mit dem Handstaker durchdrehen. Also werden die am besten. Man kann ja Steaks schon fertig geschnitten kaufen, schon fertig durchgedreht. Und das kennen Sie vielleicht, wenn man mal bei einem Fußballspiel ist, sich da ein Steakbrötchen kauft. Und es ist wie eine Schuhsohle, so ungefähr. Deswegen machen wir es selber, dann schmeckt es auch gut. Hier auseinander machen. Okay. Also ich würde halt sagen, erst auseinander machen. Hinten fehlt dir eins. Aber ob du hier 8 reinkriegst, da bin ich aber nicht sicher. Jo, ciao. Ja, hat man, also mir ist es völlig unbekannt, dass es sowas noch gibt. Also jetzt mit, dass man seine eigene Wurst vor Ort produziert. Also Naja, die meisten kaufen natürlich die Bratwurst, weil es einfacher ist. Aber so ist es leckerer, ist es besser. Ich meine, wir kriegen hier immer tolles Feedback, ne, von den Leuten. Ich höre jedes Jahr, oh, ich komme schon seit 70 Jahren zu Ihnen, 70 noch nicht, aber 50. Ne? Und mein Papa war schon da, mein Opa war schon da und bei Ihnen schmeckt es einfach immer super. Und man kann natürlich live zuschauen, wie die Wurst gemacht wird. Gibt es nirgends anders, ist ein Unikum. Und das ist natürlich auch irgendwie das Erfolgsgeheimnis. Ja.
Endlich. Jetzt fehlen bloß noch Glühbirnen, dann haben wir alles. Das sind jetzt Därme. Genau, die brauchen wir für die Bratwürste zum Rausspritzen. Die sind zur Brauerei geliefert worden hier. Mit denen haben wir ein sehr gutes Verhältnis, weil wenn man hier was herbestellt, dann finden das die DHL-Fahrer nicht oder die fahren dann 17 Mal im Kreis. Deswegen wird alles zur Brauerei geliefert. Genau. Es ist Fett, es ist halbe Bratwurst Fett, halbe andere Fleisch. Halb. Aber wie kommt es, dass in Ihrer Familie gar kein Metzger vorhanden ist? Weil das ist zu spezifisch. Es gibt so viele Sachen, die wir machen müssen, da lohnt sich eine Metzgerausbildung nicht. Weil die Bratwürstchen, das ist einfach, das macht mein Papa seit 50 Jahren. Mir hat das auch beigebracht von der Wiege. Und das lernt man. Und man muss ja kein Metzger sein, wir dürfen es ja trotzdem machen. Ne? Und mein Papa hat Hotelfachmann gelernt, da ist einfach mehr dabei. Das Organisatorische, das Auf- und Abbau, die Logistik, ein bisschen, das ist alles eigentlich wichtiger als dann das hier. Das sind nur Momentausschnitte und das große Ganze, das ist viel mehr, was dahinter steckt. Da lohnt es sich nicht, wenn man einen Metzgermeister macht, nur für die paar Sachen, die wir hier machen. Im Grunde, weil Stadtwurst oder Leberwurst oder das machen wir ja alles nicht. Wir machen nur das und die Haxen schneiden, Bratwurst machen, das schaffen wir auch so. Ich habe mich für ein Lebensmittelhandwerk entschieden, einfach aufgrund des hygienischen Aspekts und was mich total interessiert. Und vielleicht, wer weiß, ich bin ja noch jung, habe noch Energie. Vielleicht kaufe ich mir irgendwann so einen zweiten Wagen und baue eine Brauerei rein. So eine Schaubrauerei, das wäre ja eigentlich auch nicht schlecht. Ne? Das würde bestimmt auch gut ankommen beim Publikum. Gibt es, glaube ich, auch noch gar nicht, soweit ich weiß. Und das wird man alles sehen. Meine Mama ist studierte Lehrerin, die hat Hauptschullehramt studiert, Mittelschullehramt, hat auch gearbeitet als Mittelschullehrerin, aber dann irgendwann Vollzeit ins Geschäft mit rein. Ja, meine Schwester, die studiert, die ist Abiturientin, studiert jetzt. Ich wollte nicht studieren, für mich kam es, ich arbeite so gerne. Ich mag das, mit meinen Händen zu arbeiten. Ich mag schon auch das Fachliche. Ich mache jetzt nebenbei meinen Braumeister, immer am Wochenende oder online, so wie es halt passt. Aber rein studieren wäre nie was für mich gewesen. Und Metzger, das ist zwar schön, aber da muss man zu lange so in Räucherkämmchen drinnen stehen und irgendwelche Würstel aufhängen. Das wollte ich dann auch nicht. Ja, aber ich habe Praktika gemacht als Metzger. Wie gesagt, rausgefunden, das fällt mir.
fangt ihr an morgen? Wir fangen circa um 11 Uhr mit der Produktion an. Und das ist traditionell so, dass die erste Geschmacksprobe, also wir natürlich machen, und die Marktleitung, dass wir die ersten Würstler gleich selber probieren. Das ist so ganz, ganz alte Tradition schon. Jetzt geht es um die Wurst, wie wir in Franken sagen. Bei angenehmen 30 Grad. So. Guten Morgen. So, und jetzt nächste Frage. Ja. Wo ist die Schüssel, die Aluminiumschüssel? Und die große, die da am Boden immer ist? Die große. Nein, wir haben doch da, Kali, schau mir die an. Die lange. Ja, wo ist? Und die kleinen, die für die Berge hier? Wie viele Bäckler Därm brauchen wir? 5, oder? 5 auf jeden. Nein. Jo. Hier wurde 5 Bäckler. So, da gibt es ein bisschen Wasser rein. Das. So, das kommt dann der Stau rein. So, die Eimer kommen über in Himmelwasser. Ja. Manchmal funktioniert sogar. Und dann nehmen wir das da rüber in das Wasser. Wenn es so zusammenhängt, nicht zerren oder irgendwas, sondern so im Ganzen ein wenig auseinanderziehen. Und dann das Salzwasser ein wenig abschwenken. Und dann da rein. Sie das jetzt auf dem Dough. Aber eine Kartoffelsalatschüssel steht schon da, ne, die große. Wo? Unterm Wolf. Ja. Schaust gleich einmal. Dass das so auseinander ist, dass man da nicht von da hinten noch was drauf vorne hat. Ja. Und wenn es dir so magst, dann kannst du das im Wasser drin machen. Dann wird es auch rein.
Ja, langsam. Ja. Mit mehr Kraft geht's gar nicht. Nee, ich mach's ja mit Gefühl. Das sind die scheiß Ring, normal sind die rund. Ja. Und die sind kantig. Ja. Das wird sie. Jetzt ist der Ring abgerissen. Ja, gut. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da haben wir das da. Dann schauen wir das, dass wir das da so durchbringen. Dann knodeln wir das halt auf. Ja. Alter, wirst du wahnsinnig, wenn du das nicht abschneidest. Das musst du ja eigentlich wissen, ne? Aus dem FF seit 10 Jahren. Ein bisschen ist oft mal gut. Meine Halbwertszeit ist halt unglaublich gering. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten Arbeit bin ich wieder für 2 Stunden platt. Das klappt mir nicht. So, jetzt bin ich wieder Die da. Alterserscheinung. Entschuldigung, hast du schon? Ja. Ja. 2. Ja. Jawohl, und dann zügig bleiben noch stehen. Du hast da immer 20 drin? Oder 25? 22 und Kiste. Also 20 packen. Du Ich drehst nehme es so und dann dreh es. so, genau. Ja, lass mich das Und dann noch lege ich das daher und hopp, wieder Druck. Also dreht er die Backen durch. Und wenn das mischt, dann holst du wieder. Bitte? Wie viele Kisten backen nochmal insgesamt? 50 Kilo Backen und 50 Kilo Schulter. Also 2,5. Und jetzt brauchen wir 10 Kilo. Mach mal 50 Kilo drauf, mach mal nichts. 50, also 2 volle Kisten und dann noch 10 Kilo. Die Gewürzmischung haben mein Papa und ich gestern Abend schon vorbereitet, nach Feierabend.
wir gleich rüber in die Spülküche, oder? Oder lassen wir da? Jetzt lassen wir da. Karabinki takie moje magiczne. Danke, Kali. Leider wieder Akkord. Drüber. Auf die Seiten, da wo der Zimmerhalbtonner steht. Das muss jetzt mischen, bis es eine richtig schöne homogene Masse ist, bis man quasi meint, man kann reinlangen und alles auf einmal hochheben. Also muss richtig schön kompakt und fest sein. Bei den fränkischen Bratwürstchen mischen wir es nur hier. Da jagen wir es gar nicht mehr durch den Kutter. Aber bei den anderen Bratwürstchen, die sind feiner, da kuttern wir es nochmal hier drinnen quasi 15 Umdrehungen. Und dann ist es schön fein, so wie die Pforzheimer das wollen. Also das sind dann die Nürnberger, die dann da gefuttert werden, oder wie nennt Ja, genau. Also das sind, man dürfte es ja theoretisch, es sind keine originalen Nürnberger Bratwürstchen. Weil Nürnberger Bratwürstchen, original, das ist ein geschützter Begriff, genau wie bayerisches Bier. Die dürfen nur in Nürnberg hergestellt werden. Also wenn Sie quasi 5 Kilometer neben der Nürnberger Stadtgrenze eine Metzgerei haben, dürfen Sie keine Nürnberger Bratwürstchen herstellen, auch wenn Sie das genaue Rezept befolgen oder sonst was. Deswegen sind es Bratwürstchen Nürnberger Art, weil das darf man. Das ist also, aber es sind halt keine originalen Nürnberger Bratwürstchen.
Sind es aber. Also, wenn Sie mich fragen. Weil wir machen genau das Gleiche auch am Weihnachtsmarkt. Das ist das Original Nürnberger Bratwürstchen, weil wir da die Produktion in Nürnberg haben. Aber wie gesagt, geschützter Begriff. So, das sollte jetzt passen. Im nächsten Schritt. Nochmal hier leicht. Da muss man natürlich aufpassen, weil die Messer sind teuflisch scharf. Nur ich rein oder mein Papa, sonst keiner. Weil das ist zu gefährlich. Naja. Versicherung, wenn der Deckel offen ist, dann geht er nicht ab. So muss das sein, dass man richtig schon einen großen Batzen nehmen kann und behält. Ein Drehzahlmesser, also wie oft das ich schon gedreht habe, 15 Mal. Gut. Schon rein. So diffizil. Haben wir noch Platz, oder? Ja. Ja. Gut. Geknotet hier. Muss ich dann einen Darm rausziehen. Braucht wahrscheinlich jahrelange Übung, oder? Die habe ich noch nicht. Die hat mein Papa. Der hat jahrzehntelange Übung. Aber ich bin an der Maschine Neuling. Ich bin in Nürnberg am Weihnachtsmarkt schon öfters an der Waschmaschine gestanden. Aber das sind wieder andere Därme, das ist wieder eine andere Maschine. Das ist wieder alles ein wenig anders. Dann muss man hier vorne quasi dann muss man die Öffnung finden. Ja. Wenn man es findet. Das sind natürlich suboptimale Därme, hätte ich fast gesagt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind sogar doch, geht gerade so. Ja, die passen gerade so drauf. Und die muss man sich dann hier drauf ziehen. Das ist eine relativ diffizile Arbeit. Ah, habt ihr schon drin? Jo. Ah, super. Karin, du hast recht gehabt, machen wir 3x20, 2x20. Ja, du hast recht gehabt. So, da müssen die Därme rein. Die Därme sind stabiler als sie ausschauen, reißen aber trotzdem mal gerne.
Dann lösen sich die Därme auch besser. Jawohl. Daher. So. Habt ihr schon irgendwas anlaufen lassen? Nein, ne? Nein. So, ist nicht ganz voll. Da anfahren, dann geht's hoch. Ne? So, dann Hände nass machen. Und jetzt kann man, da kannst du das löschen und da wieder einstellen. Das, was haben wir da? Da haben wir 80. Abdrehzahl 2,5. Abdrehen und ich mache es auf Dauer. Es schaut ganz einfach aus. Es ist am Anfang recht nervenaufreibend, weil man dieses Timing, man muss die immer quasi genau in dem Moment, wo die Maschine leicht abdreht, muss man sie festhalten. Wenn man das zu früh oder zu spät macht, eine Millisekunde, dann reißt es und dann klappt es nicht. Das ist immer, da steht natürlich, wie gesagt, 40 Jahre Übung. Ne? Und du kannst dir die Geschwindigkeit alles einstellen. Ja. Je schneller du da bist, desto feuchter bleibt der Darm, desto leichter rutscht er wieder runter. Ja. Dann mach ich noch. Also jetzt kannst du üben 10 Tage lang. Ja, ich weiß. Und dann funktioniert's. Ja. Ah ja, der lernt es ziemlich schnell. Ich denke mal, wenn 2, 3 Tage rum sind, dann kann er das fast so gut wie ich. Und das will schon was hassen, weil ich bin der Beste. Naja, nicht, aber man macht es seit 50 Jahren. Ja? Der Anfang war auch schwer, aber man muss es machen und beim Machen lernt man es. Kann man das auch nicht schon jahrelang machen. Viel Spaß. Danke. Wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich mein erstes Mal hier in Pforzheim Wurst machen. Sonst in Nürnberg, aber da. Und das ist ganz anders. Da haben wir viel dickere Därme, viel dickere Bratwurst und eine von Hand bediente Maschine. Heißt, da gibt man sich sein Tempo selber vor. Das ist deutlich angenehmer. Nicht so gut. So, da hat man natürlich verschiedene Einstellungen, Tempo etc. pp. Mein Papa kann das deutlich besser. Das machen wir normal. Schauen wir. Es dauert halt ein wenig länger, wenn ich es mache, aber dann stehen wir halt 20 Minuten länger da oben, ist auch egal. Jetzt beim Grillen oder am Imbiss oder am Ausschlag oder bei den Achsen. Aber dafür, sag ich mal, wenn man dann die Bratwürstchen fertig hat und man sieht sie lange, dann kann man sich mal eine halbe Stunde hinhocken. Vielleicht was essen oder was trinken, sich kurz unterhalten mit irgendwem. Ist natürlich auch wichtig, dass man einen Überblick behält, wie viel hat man verkauft, wie viel muss man noch machen eventuell. Deswegen immer 150 plus minus ein Bar pro Kiste. Weil manchmal verzählt man sich ja doch, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Kopf woanders ist. Oder manchmal laufen auch recht lustig ausschauende Menschen vorbei. Da schauen wir mal runter, verliert die Konzentration für eine Sekunde. Und wenn welche übrig bleiben abends, nimmt man die dann am nächsten Tag? Naja,
Es kommt drauf an. Also wir machen die eigentlich schon immer so, dass sie ausgehen an einem Tag. Wenn mal eine Kiste übrig bleibt, was aber selten der Fall ist, dass eine ganze übrig bleibt, meistens nur eine halbe oder eine Viertelte, dann essen wir die meistens selber. Oder am nächsten Morgen, Mittag. Unsere Leute brauchen ja auch was mittags zu essen. Die Bratwürstchen, die halten sich ja, die kommen ja von hier direkt in die Kühlzelle. Die wären theoretisch auch 3 Tage gut, sag ich. Ne, das ist ja wie wenn man Bratwürstchen beim Metzger kauft. Der macht sie am Vortag, dann werden sie verkauft, dann nimmt man sie mit heim und einen Tag später grillt man sie. Und die schmecken immer noch super und sind frisch. Aber wir verkaufen sie eigentlich schon nur an dem Tag, an dem wir sie produzieren. Deswegen macht man das ja. Ist das euer Anspruch, euer eigener? Oder? Ja, also die Lebensmittelkontrolle und die Kunden hätten, glaube ich, kein Problem damit, wenn wir die am nächsten Tag noch verkaufen, weil das ist ja beim Bäcker auch. Ja gut, beim Bäcker, die Brötler werden schneller trocken. Aber beim Metzger, wie gesagt, oder wenn man sich ein Steak im Supermarkt kauft, das ist auch rohes Fleisch. Das wird ja nicht täglich geschlachtet. Ne? Deswegen, aber das ist halt unser eigener Anspruch, genau wie unsere Brötchen, die sind täglich frisch geliefert. Und wenn welche übrig bleiben, die schmeißen wir leider wirklich weg. Oder beziehungsweise wegschmeißen eher selten, wir machen meistens Semmelbrösel draus. Weil die können wir ja auch gebrauchen. Jetzt hier nicht, aber in anderen Locations, da brauchen wir Semmelbrösel. Oder der Bäcker selber nimmt sie zurück und macht selber Semmelbrösel draus. Weil die werden natürlich da draußen bei der Hitze vor allem, die sind teilweise schon am gleichen Abend sind sie trocken. Da können wir ja nichts dagegen tun. Wir haben da keine Möglichkeiten, man kann sie theoretisch nachmittags nochmal nachbestellen. Das machen wir auch an ganz heißen Tagen und an ganz geschäftigen Tagen. Da bringen die um 16 Uhr nochmal eine Charge Brötchen, dass wir abends für die Leute, die abends kommen, auch noch gute Brötler haben. Ja, aber wie gesagt, 1, 2 Tage, dann bin ich da auch drin. Und man muss halt auch, man darf sie wiederum nicht zu festhalten, weil sonst reißen sie wieder. Und nicht zu leicht halten, sonst passiert sowas da, dass sie lang werden und nicht fest sind. Die sollen im Grunde sollen sie sein, so schön, ja gut, die sind jetzt auch nicht schnell abgedreht, aber so von der Festigkeit her soll sie sein. Die sind zu weich. Die kann aber dann der Schneider nochmal nachrollen, ein bisschen, ist nicht der Sinn der Sache, aber ich glaube jetzt am ersten Tag haben sie noch Nachsicht mit mir. Und wenn nicht, ich kenne den Chef. Da geht man quasi direkt vom Aufbauen und 50 Kilo Bodenplatten schleppen und lauter so Zeug über zu Därme auseinanderwaschen. Das ist für mich. Aber wie gesagt, die 50 Jahre Erfahrung, die komme ich noch nicht ran, das dauert noch ein wenig. Ist aber manchmal ein bisschen frustrierend. Oh, wollen wir gleich auffallen, dass es nicht alles runterfliegt, aber vorsichtig mit dem Messer. Ja. Zwischendurch immer mal die Hände waschen. Waren wir wieder beim Thema von gestern. Viel hygienischer als Handschuhe. Weil die lässt man einfach an. Da macht man das, lässt man die Handschuhe einfach an. Die Händchen wäscht man sich immer mal. So. Dann Also bekommt man denn die Stunde, wenn ich fragen darf? Wann? 2400. 267. Okay, also dann seid ihr, kann man eigentlich auf 560 € oder sowas anlegen. Bis zu dem?
Das gibt's bei uns nicht im Moment. Lissy, was führt dich hierher? Ich wollte mal spazieren gehen. Also, Passt schon, ne? ist denn ausgelastet, oder? Maschine gehen, weil jetzt sind es ja schon ein bisschen. So, also dann machen wir mal die ersten Probewürstle. So. So, also mal kurz weg. Komm zur Chefin. Chefin, damit mir das reicht oder hast du keinen Platz? Damit ich da Platz habe beim Schneiden. So, und jetzt wir probieren. Schauen wir mal, die ersten Probewürstle, gell? Quetscht immer noch. Werden die immer getestet? Die werden immer getestet, ja. Die werden immer getestet. Hello, du verstehst nicht, der macht hier los. Ob es vom Geschmack stimmt oder von der Konsistenz? Alles von der Konsistenz her, vom Bratverhalten, ja, von allem einfach. Aber in erster Linie natürlich ein Geschmackstest. Weil es kann ja auch mal sein, dass man mal Salz vergisst oder irgendwas, ne? Passiert ja alles mal. Und dann kann man das gleich wieder zurückmachen. Schauen wir mal. Ja. Im Reden, dass es ein bisschen kleiner macht, dass die reinpassen. Ja. Sonst reißt es ja alles. Also, so mache. Mal drehen, aber irgendwas passt nicht. Schon zu weit. Kannst du mir nochmal zum Fisch runtergehen? So, machen wir irgendwas. Mach mal Stopp! Ludwig! Mach mal Stopp. Irgendwas passt nicht. Ich weiß es nicht, wo habt ihr denn die her? Von dir oben jetzt gerade. Aus der Kiste rausgenommen. Ja. Okay, dann schau mal, ob die jetzt geht. Ja. Weil wenn es ist, aber schau mal den Darm an, der Ja. ist ja schon ganz porös irgendwie. Da kann aber ich nichts dafür. Nee, fangen wir jetzt alles zum Brennen an. Dann braten wir mal diese Wolke da. Nein. Ja. Bleib mal du da. Denn ich bleib doch da Ja. schnell. Jetzt haben wir zum Beispiel ein schlechtes Ergebnis. Jetzt muss ich erst mal meinen Mann befragen, wie wir weitermachen. Hey. Natürlich auch wieder so Sachen, da steckt man es drin, wenn der Lieferant falsche Wärme bringt. Oder ich vermute, dass es daran liegt, dann kann man da nichts machen. Ne? Weil das sieht man hier, die reißen alle auf. Das ist nicht gut. Hattet ihr das schon mal? Das Nee. falsche Wärme? Achso, ja, das ja. Ja. Die sind dann zu weich? Oder? Es gibt zu dünn. Ne? Die könnte ich mir vorstellen, dass es zu dünn sind. Die fühlen sich schon sehr dünn an, aber man probiert es halt trotzdem. Wenn sind ganz frisch, das platzen die auch. Ja, vielleicht muss man ein bisschen warten. Schauen wir mal. Wie man sieht, die anderen, die sind ja alle noch, nicht schlafen, aber noch hinten. Ne? Und wir müssen halt jetzt schon mal startklar machen, dass man schaut und dann gibt es Verpflegung für die Leute. So, Mama! Chefin. Ja, das ist meine private Kostprobe. Weil wenn alle Mittagessen machen, da will ich auch mitmachen. Probier mal. Ja, klar, muss man also. Sorry. Deswegen fangen wir jetzt schon. Ich weiß, jetzt kostet immer Grönler neu. Mach das. Wo ist denn mein Zangenkoffer? Ah, da. Kurze Zangenkoffer. So, ein neuer Versuch. Ein neues Glück. Was wurde jetzt verändert? Kann ich Ihnen nicht genau sagen, was die jetzt geändert haben. Die werden auf jeden Fall noch einmal die Bindung ein bisschen verändert haben. Schätze ich jetzt einmal. Genau weiß ich es nicht. Besser. Bessere Farbe, bessere Konsistenz. Das ist noch eine andere Wurst. Das passt. Entschuldige. Das stimmt das gar nicht. Aha.
Wisst ihr, was ich jetzt zeichne? Alles gut. Kann jeder durch. Einwandfrei. Gib mir noch mal 2, 3 runter, dass ich es separat braten kann. Aber siege schon, passt. Eine davon nehmen, Na. wenn er sie nicht für die Kamera braucht. Naja, wir dürfen eigentlich noch gar nichts verkaufen. Wir haben ja noch gar nicht offen. Allmächt. Wir verschenken es doch, wir schenken euch die Geld dafür. So, das machen wir heute noch mal 3, das lang 3, 4 lang. Also das dauert nur ein bisschen. Die sind jetzt noch Probewürstel. Dauert Nehmen noch. wir aber Probewürstel, wenn es so gut aussieht. Alter nein, da sieht man, dass die Leute schon warten auf die Ja, Bratwürste. die gell? Ungarn, die sind echt fertig. Die Ei. kommen jedes Jahr bloß wegen eurer Wurst Das- daheim her. Das finde ich echt löblich. Also, ich habe noch gar kein Geld und nichts, aber sie kriegen ja nicht von mir. Ich war das erste Mal, nein, das erste Mal war das auch nicht, aber ich war da, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Der wurde gestern 44. Ah ja Gott. Also ihr seid auch schon ein bisschen unterwegs. Wir sind schon fast 100 Jahre in Pforzheim. Ja. 1927 Ja, das waren wir denkt das mir erste Mal jetzt da. nicht ganz, Also aber ich war jetzt nicht dabei, aber Erzählungen weiß ich das von meiner Schwiegermutter. Die ist geboren 38 und war dann nach dem Krieg im Stadtgarten. Ja, Da war die schon dabei. okay. Dann, Sie sind jetzt zwar kein junger Mann, aber Sie kriegen jetzt mal die erste Wurst. Das ist hervorragend. Und Sie kommen halt später einmal und zahlen es, weil ich habe überhaupt kein Geld und gar nichts Ja, erfahren. das mache ich. Ah, das ist doch in Wahrheit. Die Wurst hier gar nicht. Steht nichts oben? Nee, 5 doch 5 Euro, Also die habe ich da passen. steht es eigentlich auch als angeschrieben schon. Die habe ich passen. Allmächt. Ehrlich? Das ist ja unglaublich. Kannst du gerade den Papa was bringen? Und Sie kommen immer extra hierher? Ja, ja. Immer hier zu dem. Ganz klar. Einwandfrei. Passt. Gott sei Dank. Doch, keine Bestätigung. Papa, 15 Kilo oder 50 Kilo? So, also. Jetzt haben wir die ganz wunderbaren Lösselbratwürst. Jetzt steht nämlich schon unser Sohn an der Spritzen. Und der muss noch ein bisschen lernen. Der Spruch kommt woanders her, aber das können Sie ihm auch sagen. Die Dinger können ruhig ein bisschen dicker werden. Nein, die Würste können ruhig ein bisschen dicker sein, wenn sie noch mal länger wären. Es soll halt eigentlich immer das gleiche Gewicht drin sein. Das spuckt die Maschine so aus. Eigentlich. Jawohl, tipptopp. Jetzt haben wir da ein wunderschönes Würstchen. Beste Nahrung für einen Chef. Oh. Heiß. Wunderbar, oder? Ja, da haben Sie Heiß, recht. das ist gut. Jetzt passt. Endlich wieder eine gute Bratwurst. Jetzt passt's. Jawohl. Und Sie sind auch zufrieden mit der Wurst? Ja, hätten wir selber eine essen. Woran lag es denn? Irgendwo zu wenig gemischt. Das hatte das Ganze keine Bindung. Naja. Aber jetzt kriegen wir sie.
So was haben wir gemacht jetzt und das ist die zweite. Ja. Okay. Sonst wird es nichts mit der Wurst. Danke. Und jetzt brauchen wir nur Rindswurst. Aber bloß ein paar. So, also. Nochmal ein paar. Jetzt bin ich gespannt, wie wir so, dann brauchen wir noch überall. Geht zu hoch. So, na, hallo. Kleinen Moment dauert die Wurst noch. Möchten Sie hinten umsetzen? Dürfen Sie gern bei der Bedienung bestellen. Nelo, machst du mir Licht? Scheinwerfer? Scheinwerfer? Das ist einmal, die haben wir mal die her. Schau aus, einmal die 4 sind gut, oder? Ja. Jawohl. Na, nur mit einer sind eine Alufolie. Die haben wir in eine Alu und zusammenpacken, ne? Genau so. Ja, dann freilich. Die machen wir was doch, wie wir es machen, gell? Na, na. Alle mal zu Scheinwerfer? Na, ja, die kannst du alle anmachen. Das ist okay. Jawohl, ja. Mäßig sortieren. War ich wenigstens hier jetzt der erste zahlende Kunde? Nein, tatsächlich nicht. Das gibt's doch nicht. Tatsächlich nicht, aber das macht nichts. Ich hätte jetzt schon schwindeln können, gell? Aber ja. Die hätten mir wohl gefühlt. Da war ein Herr da. Okay, also bis bald. Ciao, ciao. Voll, ich stehe da. Ja, Wo steht? Gerne einfach mit Teller. Nein, das Marie, ist ohne Tüte. zum Mitnehmen, Marie. Ja? So. Dankeschön. Und jetzt uns. Lässt du sie für mich schwarz werden? Ganz schwarz. Dunkle. Ganz, ganz schwarz. Dunkle. Nee, ganz schwarz. Kommen Sie her, bitte. 5 Euro, bitte. Aber bitte, wenn es geht. Aber Tellerle. Ja. Senf dazu. Guten Appetit.
Jetzt müssen wir ein Kind Braten haben. Gut. Hallo, bitteschön. Die Damen. Ich hätte gern 2 dunkle noch da. Wieder? Zum Beispiel wieder, genau. Das ist mal gleich ausgemacht. Ja, das weg. Das kostet dann 5 € extra. Oi. Ja, Sie wissen doch Bayern, ne? Ja, Bayern. Der trägt Immer vor diese nichts zurück. Bayern, Ne? Wir sind unersättlich. Ich glaube, da ist Ziemlich aus. keinen Sinn. So, dann macht es 10 € bitte. Und schnell nur raus. Ich glaube, er kann das schon wieder aus. Zwei Würst? Eine weiße. Eine weiße. Dankeschön, wünsche Ihnen den guten Appetit. Danke. Ah, da hast du ja auch noch Kartoffeln. Ja, lauter. Aber das ist nicht klar. So, und du magst da ganz dunkle. Einmal Pommes. So, irgendjemanden brauchen wir noch für die Euro. Die Teller müsst ihr selber hinstellen. Aber echt so. Kann ich bitte einen zum Probieren haben? Eine Aber kleine, natürlich. kleine, nicht schlecht. Danke. Guten Appetit. Test, Test. Aber es wechselt sich immer wieder weiter. Aber das jetzt fest steht. So, jetzt machen wir mal da eine Probe. Wie wir den runterdrehen müssen. Ja, komm mit uns. Ihr müsst bitte den Kartoffelsalat fertig machen, weil wir brauchen gleich die Schüssel. Alles klar. In 5 Minuten. Ja, wenn der Nello da ist, kann ich gehen. Bitte? Wenn der Nello da ist, kann ich gehen. Ja. Ja. 10 €. Dankeschön. Guten Appetit. Weil das ist mein Rücken ja so weh. Ja. Meiner jetzt. Aber du musst da gehen, einfach wieder vorbei. Ja, aber dran. Nello, wenn du schnell dann mache ich schnell Kartoffelsalat. Ja, ich nehme das. Kein Problem. Das ist deine, das ist meine. Ja. Nee. Ja, steht. 2 Bratwürste, einmal Currywurst. Kein Stress hier. €5. Dankeschön. Aber hier bleibt immer außer der Mannsack. Hier muss immer. Warum soll der drunter fliegen? Ist das zu heiß? Weil das verbrennt. Ja. Diese ist von vorhin, wo die kaputt war. Ja, genau. Aber schauen wir mal, weil die war jetzt im Kühlraum. Vielleicht, wenn die kalt rauskommt, Vielleicht geht. probieren wir. Ja, probieren. Nein, Nello hat gemacht. Musst du echt 10 Stück und kommst du probieren. Ja, ja. Ich habe meiner Mama gebracht. Ah, die hat zu spät probiert. Aber jetzt habe ich einen Trick gemacht, Nello, bei den neuen. Die neue? Gut, ne?
Multitest. Er brennt nicht. Ja, warum? Schau, siehst du brennen? Schau. Aber schon. Die brennt, das ist okay. Sieht man aber ganz schlecht. Nur wenn Wind kommt, macht flap, flap, flap. Dann siehst du. Ja, ganz noch scharfe und Alles gut, alles gut, alles gut. der Wasser weg, ne? Zweimal? Du hast das schon getränkt? Nee, alles gut. Ja, zweimal. Also ich tue eins in Weckle und den anderen tue ich nebendran. 10 € macht es dann bitte. Auf jeden Fall. Einfach da reinschmeißen. Ja, ist gut. Ja, kurz was essen. Ja, hier, Kaffee. 5 € bitte. Ist auf so einem Teller. Hier essen kommt der Bedienung. Also, wenn es geht, dann nicht. Alles gut, ich gebe es Ihnen ja. Dankeschön. Danke Ihnen auch, selbst Ja, Bedienung. gut, danke. Also wenn Sie auf den Teller wollen, Ja, ja. dürfen Sie es gerne holen. Eine Rinder und ein Steak, 11,50 € bitte. Und einmal Rind. Da haben wir das. Die Chefin hat gesagt, Papa weg. So. Na, eigentlich stehen lassen, die Bedienungen holen. Ja, ich Schokolade machen wir selber. Currywurst mit Pommes kostet 9 €. C'è non le pagate Currywurst mit Pommes. Vorne ist Modula, die sind auch gut. Sag mal, dünne Currywurst, Currysoße schmeckt besser. Currysoße. Ich schaue doch jetzt richtig schön aus, Nello. Immer! Gell? So schön Immer. wie du, Nello. Ist gut so? Schaust du. Passt? Prima. So. Guten Appetit wünsche ich. Ja. Ja, aber nach dem Krieg komme ich erst daher. Jawohl. Nach dem Krieg habe ich hierher geheiratet. Ich komme normal vom Nordbadischen. Heute nach dem Krieg habe ich dann hierher geheiratet. Jawohl. Also in den 60er Jahren. Ja. Wie lange sind wir schon in Pforzheim, Mama? Seit 1927. Gell? Fast 100 Jahre. Ja. Zum Wohl. Aber freut mich, wenn es Ihnen schmeckt, gell? Wünsche Ihnen nur einen guten. Wenn die Messe offen ist, gehe ich immer zum Löschen. Jawohl.
Es gibt ja einige Leute wie Sie, die sagen, sie kommen ja schon seit Jahrzehnten her. Und das ist ja immer wieder schön. Ne? Ja. Ja. Gell? Naja. Können Sie mal zuschauen beim Bratwurst machen. Ja. Aber ich komm immer zu Lüsse. Also einmal genügt mir nicht, weil da ist ja gut, ich war eine Woche da und da komme ich ein paar Mal zum Nürnberger Wurstessen. Also das ist immer gut. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Und wie lange kommen Sie schon? Aber seit etlichen Jahrzehnten. Seit ich hier in Pforzheim wohne. Seit den 68er Jahren. Können Sie sich ausrechnen. Ja, schon. Also schon gut. Also das ist schon, gehört zu der Pfotzener Messe. Und es schmeckt ja einmal. Die Wurst, einmalig. Das muss ich gegessen haben. Und wurden schon Haxen verkauft? Ja. 2 Spitzen weg. Wie oft habt ihr das schon gemacht jetzt eigentlich hier? Also wir sind seit über 20 Jahren da. Dabei. 25. Du 24, ja, ich 20. Mhm. Ja. Und wie seid ihr dazu gekommen? Also Ich bin durch ihn. Und ich bin durch meine Kollegin. Ja. Zufällig. Eigentlich nur für ein Jahr. Ja. Und so ist. Ich für 2 Monate. Ja. aber macht es immer noch Spaß? Ja, ja. Sonst wäre man nicht da. Das muss man mögen, sowas Haben zu wir machen. einmal probieren woanders. Das war kurz vor der Pandemie. Haben wir ein Jahr gehalten und dann müssen wir wieder zurückgekommen. Ja, ja. Nee, aber das muss man wirklich mögen, die langen Stunden und halt, ne? Das nicht wirkliche Zuhause. Und dann durchfahren immer. Und Ja. Ja. Bei jedem Wetter durchhalten. Von wie viel Uhr ist das mit dem Steg? Von 13.27 Uhr. 13.36 Uhr, das ist aber komisch. Jawohl, das ist okay. Wir haben jetzt erst zu trinken, gell? Ja, gut. Zum Wohl.
Wie lange machst du das schon? Ich hier? Das ist 2 Jahre und hier von der Chef habe ich 6 oder 7 Jahre Arbeit nur von Glossel. Da ist richtig gut arbeiten. Ja. Danke. Danke. Achso, Senf ist dabei. Vielen Dank. Okay. So, darf ich gerade? Aber natürlich. Ich bringe Ihnen gleich noch eine Gabe. Sie sind ja zu dritt, gell? Vielen. Und schon mal die Bratwürste. Ihr kommt auch gleich. Ja. Sehr Weihnachten ist fleißig, ja, weil das wahrscheinlich 5 Euro bekommen. Ja, noch Also hier sind 36. Hast du Besteck oder? So, aber das steht. Dreimal, ja? Mach ja. Mayonnaise. Ja. Die Mayonnaise. Moment, da sind wir nochmal vorbei. Weiß ich für die Wir haben 4. Dunkel. Gehen wir? Alle schaffen wir? Oh je. Aber ich zahle dir auch ab. Steak, Pommes, 3,99. Geiler Master. Perfekt. Gesamt 4 keine Pommes, gell? Alles klar. Eine für die Pommes. Aber weiter. Hallo. Der Kiste ist der Beste. Ja, gut. Nee, die erste war gut. Ja, ja, das ist auch auch gut. Aber die ist auch gut, damit Ja. bin ich zufrieden. Die schneiden Steaks. Und läuft? Ja, schon. Ja, wir hatten zwischendurch mal Probleme. Ich weiß nicht warum. Da hat die Bindung von den Würsten nicht gepasst. Die sind richtig auseinandergefallen. Aber nur von jeder Zehnten. Wenn es mal eine ganze Kiste gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, habe ich was falsch gemacht. Aber wenn das jede 10. Bratwurst ist,
dann ist seltsam. Ich weiß es nicht, aber jetzt passt es wieder. Keine Ahnung, vielleicht haben wir die zu schnell nach dem Machen gleich runtergestellt und gleich, dass sie noch nicht binden. Ich bin kein Metzger, ich weiß es nicht. Kann es mir nicht erklären, aber jetzt läuft's, Gott sei Dank. Und was sagt der Vater? Der hat auch gesagt, er weiß nicht, woran es liegt. Weil wie gesagt, wenn die ganze Schasche blöd wäre, dann könnte man sagen, ich habe zu wenig Salz rein oder das. Aber wenn nur jede 10. Wurst, das ist ein großes Mysterium. Aber wenigstens sind jetzt Gäste da. Hat sich dann schlagartig gefüllt. Das ist ja auch schon mal gut. Aber ich verstehe es, die sind jetzt wahrscheinlich vom Freibad zurückgekommen und holen sich noch eine Bratwurst. So ist gut. Und ein Bier. So, und dann passt's. Und einmal Steak. Dankeschön. Ich wünsche einen guten Appetit. Danke. Guter Mittag. Ich nehme mal Rindswurst. 10 Euro, danke. Пришла, встала, вот немножко времени. Nein, Lisi, Vorsicht! Nu s-o stins, cum să stins. Die Hälfte. Ich tue nur eine Kiste. Okay. Noch. Länger hat. Haben sich bei dir Leute beschwert über Und eine Portion Pommes. wenn er mich ganz lieb hat, Kann ich bei dir? Unbedingt, also
habe ich einen Liter mitgebracht. Halbe, 12 Euro. Okay. Geht schnell. So. Aber kriegst du drin ein bisschen? 18? Nochmal 18. Danke. Schönen Abend. Guten Appetit. Danke. Guck mal. Also warum kommen Sie jedes Jahr hierher? Weil es einfach super schmeckt. Das ist der beste Schweineachs überhaupt. Die Bratwurst selbst gemacht. Besser geht's nicht. Dankeschön. Verzeihung. Guten Appetit. Was motiviert Sie? Was mich motiviert? Mein Mann und ich mache das einfach richtig gerne. Also sowohl die Gastro wie ja, das ganze Leben, das ist einfach schön. Also ich mache das einfach richtig gerne. Und motivierend und mir die vielen Leute, die ich um mich herum habe, meine Familie, ja, das gefällt mir. Was motiviert Sie? Was mich motiviert? Die lieben Worte meiner Eltern. Nein, es ist einfach der Familienbetrieb. Mein Urgroßvater hat es gemacht, mein Großvater hat es gemacht, meine Eltern machen es mit Leidenschaft. Und mir macht es einfach Spaß. Ich bin jetzt seit in der Früh um 6:30 unterwegs. Und es werden auch noch ein paar Stunden werden, aber es hat sich angefühlt wie 3 Stunden. Es ist immer wieder schön. Ich mache gern diese 10 Tage durch. Danach abbauen und danach hat man ja mal 3-4 Tage Ruhe, so halb. Aber ich liebe es einfach. Die Zeit vergeht schnell. Der Kundenkontakt, manchmal ist es auch anstrengend. Der Kundenkontakt kommt auf den Kunden an, aber das ganze Miteinander einfach. Das Team, die Kunden, die Qualität, die Herstellung, die Arbeit an sich. Und natürlich immer mit den Eltern und mit den Hunden und mit der Freundin und mit der Schwester da zu sein, ist einfach schön.